Also kurz vorm Start vom 600er, geht nachher los, fahre ich zum Start und bereite mir jetzt gerade das Essen für dann, ja weiß ich, 30 bis 35 Stunden vor, je nachdem wie es klappt. Und dann wieder die altbewährten Kartoffeln, also bodenbedeckt Kartoffeln, so extra kleine. Dann hier gibt es wieder gleich mit den Blättern und Wasabi dann meine Reisrollen. Ja, delikat deswegen, weil es auch diesmal, also ja zwar kein Sushi in der Form gibt, also den Lachs hier, den nehme ich separat mit. Das verfällt mir sonst zu sehr. Und das letzte ist dann der große Pot Nudeln. Dann mit Pesto, schön ölig. Und dann kommt das irgendwie hier in Tüten rein. Und dann kommt das in die Food Pouches, dass ich da so mal schön ranlangen kann. Also während der Fahrt will ich also hier ölige Nudeln essen. Und in die andere Food Pouch kommen hier Nüsse, ein paar Trockenfrüchte. Mal gucken, wo ich die hin tue. Vielleicht passt die da auch noch ein bisschen rein, so ein bisschen Knäckebrot. Und dann hoffe ich, dass das gut klappt. Kartoffeln kann ja in die Trikottasche. So, die Kartoffeln können dann ja in die Trikottasche. Und dann mache ich nur noch zu trinken hier herrlichen grünen Tee. Also richtig schön bitter, extra lang gezogen. Der ist also richtig schön mit Bitterstoffen voll. Mit Matcha. Und dann wieder wie üblich eine kleine Ecke von Ingwer. Ja, mal gucken. Ich werde dann von unterwegs berichten, wie das klappt. Süßigkeiten habe ich natürlich auch mit. Ein paar Schokoriegel, Schokolade. Mal sehen, ob ich noch ein bisschen Lakritz mitnehme. Also da hätte ich was, aber das wiegt ja alles irgendwie. Ne? Also das werden bestimmt so um die 700 Gramm sein. Das sind ungefähr 250 Gramm. Das ist wie eine große Tasse voll. Und ja, da kommt schon einiges zusammen. Einige fahren damit gar nichts los. Und ich fange ja mit so vielen Massen an Essen dann an. Ja, mal gucken. Aber abschmeißen kann ich ja immer noch. Gegebenenfalls wollen vielleicht andere was haben. Das habe ich ja auch nicht selten erlebt, wenn die das sehen und immer nur ihre Brötchen beim Bäcker einkaufen. Und ich hole dann hier sowas raus. Okay, dann werde ich das hier mal gleich zusammen verarbeiten und fertig machen, in Tüten abfüllen. Und dann, ja, dann kommt das alles ins Auto. Also, wieder Reisrollen kleben. Der Reis klebt hervorragend. Den muss man erstmal hier rauf puzzeln. Der ploppt ja überall, poppt ja an. Aber so soll es ja auch sein. Dann muss man irgendwie die richtige Menge hinkriegen. Ja, der pappt echt überall. So, und nun zukleben. Zack, einmal rüber und dann eckig oder rund. Ja, ist das fertig. Nicht perfekt geworden, aber reicht.
So, 6 Rollen sind rausgekommen. Das lohnt nicht mehr. Dann kommen die jetzt hier rein. So, perfekt. Und das hier ist jetzt das, was ich dann mitnehme, vielmehr mitschleppe. Ich denke mal, die meisten wundern sich, wie man so viel mitnehmen kann. Aber ja, das, mir ist das lieber, ich schleppe das. Ja, so viel Steigerung haben wir ja nicht. Als das, ja, also es ist halt Essen für eine Aktivität im gehobenen Maße für, weiß nicht, 28 bis vielleicht 33 Stunden, die ich brauchen werde, je nachdem, wie es klappt. Mal gucken, was das alles wiegt jetzt mit dem aufgenommenen Wasser. Also das sind die Sushi-Rollen. Bisschen über 400. Die Kartoffeln. Das sind 700. Und der Fisch. Das ist ganz leicht. 140 nur. Dann 2 Pakete Nudeln mit Pesto, auch 700. Und die Nüsse habe ich knapp 300. Also ein bisschen Zucker nehme ich mit, ein paar Riegel. Und mal gucken, was ich dann wieder mit nach Hause nehme. Ab Kilometer 500 irgendwas haben wir dann noch eine Pizzeria, so einen Pizzaautomaten. Egal, wann man da ankommt, kann man sich noch eine Pizza holen. Aber das ist dann so 100 Kilometer vorm Ziel. Also das reißt dann auch nicht mehr so viel weg. Den hätte ich ja am liebsten früher gehabt, den Pizzaautomaten oder die Pizzeria, wo wir Halt machen. Gleich geht es für mich zum Start vom nächsten 600er, also 640 Kilometer werden es knapp werden. Eine Fahrt durch das schöne Dänemark. Und ich zeige nochmal, was ich da alles so mitschleppe. Also vom Rad her habe ich hinten halt die Satteltasche, die Unterarmtasche, schön groß. Und diesmal habe ich meine beiden Food Pouches, so nennt man das ja, selbst gebaut mit. Also das sind zwei Ringe. Und da ist auch die gleiche Regenhose angenäht zu 2 Beuteln. Die sind dann nochmal zu fest gemacht. Und dann bromseln die hier rum. Aber da kommt man halt sehr gut dann an das Essen ran. Können wir beim Essen gleich mal starten. Also das kommt vorne rein. Das sind Nüsse und Feigen und ein paar Datteln. Dann habe ich 700 Gramm jetzt Gewicht mit dem Wasser drin Nudeln mit ein bisschen Öl, ein bisschen Pesto. 700 Gramm Kartoffeln, schön klein. Also richtig schön Gewicht. Und dann habe ich wieder meine Sushi-Rollen mit, die Reisrollen mit Sojasauce extra. Einen Löffel, um das nachher zu essen. Ja, dann noch eine Banane, die will ich relativ bald dann essen. Dann habe ich 3 Gels. Allmählich muss ich die meisten, also ich werde zumindest den, der ist mir schon angelaufen oder irgendwie aufgegangen, das sofort heraus. Das werde ich definitiv dieses Mal essen. Und ein bisschen Schokolade. Dann wieder meine Medizin für, falls es mir doch schlecht wird, was anzunehmen ist, ein paar Nelken, bisschen Magnesium. Also das ist so das, was ich an Essen mit haben werde. Vielleicht packe ich mir gleich noch ein bisschen irgendwie Lakritz oder sowas ein. Genau, hier habe ich auch noch 2 Riegel. Die stammen sogar noch hier aus Zypern. Ne? Das sind zypriotische Riegel, die ich seit ewig Zeit mit mir rumschleppe. Was ich dann mit habe, ist natürlich, dass das Rad die ganze Zeit in Ordnung bleibt und falls es doch was gibt, dass ich es repariert bekomme. Also ich fahre tubeless, habe also 3 Schläuche mit. Und als erstes würde ich probieren, falls mir doch zu viel Dichtmilch rausfüllt, dann halt nachzufüllen. Also ein paar Kabelbinder, eine CO2-Patrone, falls mir da doch was runterspringt an Felge, mit der Chance, das aufzupumpen, dann wieder, dass er reinspringt. Dann eine kleine Miniluftpumpe und Reifenheber, ein paar Flicken, ich hoffe, das brauche ich überhaupt nicht. Und dann halt einmal die Werkzeuge, die ich bräuchte, um an den meisten Schrauben irgendwie nachzujustieren. Ein Kettensprenger und Ventilrausdreher. Und hier noch ein bisschen Notzeugs, also eine Schere und diese kleinen Würmchen, Kautschuk-Würmchen, um eventuelle größere Löcher im Tubeless abzudichten. Dann habe ich 2 Akkus mit, knapp 10.000 mAh und dann die Adapter. An Technik habe ich dann noch meine Lichter, also ein Filmlicht, das kommt oben auf den Helm rauf, ist ein richtiger Fluter.
Dann das normale Frontlicht, 2 Rücklichter, noch ein Helmlicht für besseres Sehen in der Nacht. Und dann standardmäßig Brille, Helm, Handschuhe, Armlinge, Beinlinge. Dann irgendwas Warmes, ein Vlies für die Nacht, ein Windbreaker, falls dann doch zu kalt wird. Dann die obligatorische Weste mit Reflektorstreifen. Dann Ersatzsocken, Ersatztrikot und ein Schlauchschal. Und genau, da tue ich das Handy rein, wie ich es lade in der Tasche, dass das nicht alles so verkratzt. Und zu trinken mache ich mir dann immer grünen Tee. Also habe 2 Flaschen grünen Tee dann mit und dann natürlich noch Sitzcreme. Also ja, das ist das, was ich dann mitschleppe. Also das meiste Gewicht sind sicherlich die hier. Also 4 x 700, das wiegt nicht so viel. Und dann halt die Schokoriegel, aber ich denke, sowas hat eh immer jeder mit. Und die anderen versorgen sich dann halt irgendwie unterwegs, kaufen da irgendwie was ein. In der Regel ja Gebäck. Also der kleine Kartoninhalt muss jetzt aufs Rad, aber so viel ist das eigentlich gar nicht, finde ich. Also 2 Flaschen, dann hatte ich doch noch ein bisschen Brot gefunden. Und dann kommen erstmal die Kartoffeln, die sind schwer. Die kommen hinten rein, die esse ich später. Das brauche ich relativ bald, das ist Ersatz. Die Socken auch. Brauche ich auch noch hier. Der Akku hinten rein. Notfall-Nassis. Kommt auch hinten rein. Am besten in die Tüte, ne? Die Nudeln hinten rein. Und das und das hier. Moin Guido. Moin! Wer war denn das? Irgendjemand, der mich kennt. Die Würstchen hier rein. Hier mal Reisrolle. Dann Brote. Banane ins Trikot. Das hier auch. Schoko hier rauf. Die sind schon total geschmolzen. Das ist eine Masse nur noch. Jo, der dicke Flutscheinwerfer. Auch hier vorne rein. Taschentabletten.
So. Ach, scheiße, die Nelken. So. Alles schön eingepackt. Die